Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLUW. Heute sind wir hier in Münchwilen. Wo genau, erfährst du nachher gerade noch. Und heute habe ich für dich hier einen ganz speziellen Gast. Er war auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast. Er ist bekannt in Adorf sicher. Er ist ein toller, ein netter, ein kleiner Erfinder. Das bin ich. So, jetzt habe ich voll Scheiß. Sagen alle, ich bin noch abgekommen oder so. Ja. Heute gibt es eine Folge über mich. Ihr erfahrt etwas über mich. Ich bin mega gespannt. Ich bin selber ein bisschen nervös. Und für das habe ich heute entschieden, hocke ich mal an. Ja, ich werde ausgefragt von einer Person, die ihr auch schon kennt. Wenn ihr dann seht, wer es ist, schaut doch gerade mal das Video an, dann seht ihr auch, warum ich so Angst habe. Und wenn auch du neu auf diesem Kanal bist, abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Sonntag kommt ein neues Video. Wir haben verschiedene Leute, reden über verschiedene Sachen. Klick dich am besten gerade mal durch bis zum Account. Ich bin mega Freude. Der Ami hinter der Kamera auch. Ich sage es nochmal, abonnieren, Glocke aktivieren und lassen wir doch gerade mal schnell rein. Ich bin der Maui, 25. Arbeite tue ich als Sozialarbeiter in einem Kinderheim. Nebenzu studiere ich an der ZHW. Und warum ich da bin, weil ich dir gerne mehr erzählen möchte, warum ich das ganze Zeug da mache mit den Podcasts und so. Schön, bist du wieder da bei einer weiteren Folge KLUW. Die schon länger dabei sind, kennen den Jan. Hallo miteinander. Das letzte Mal ist er da geguckt. Ich habe ihm die Frage gestellt. Heute ist es umgekehrt. Hey, ich sag dir, der andere hat so einen fetten Stapel A4. Ich sehe einfach nur so Fragen. Keine Ahnung, was der mit mir macht. Ich bin wirklich nervös. Aber ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, für dich ist nachher viel dabei, dass du ein bisschen mehr von mir weißt, warum ich das ganze Zeug mache und so. Und ich würde gerade sagen, legen wir los und Rollen tausch, ja. Danke vielmals, Jan, dass du das übernimmst. Ja, sehr gerne, Maui. Du, ganz kurz, sorry. Ihr fragt euch, hey, so einen Hintergrund noch nie gehabt. Wir hatten die Option das mal gehabt, dass wir beim Jan, bei seinem Dad, der hat das Geschäft, ich weiß gar nicht, wie man dem richtig sagt, Bildhauer. Das Bildhaueratelier. Das Bildhaueratelier, genau, darum da. Also all das Skulpturenziel, die ihr da seht, alles self-made, bestellt von Temu. Nein, natürlich selber gemacht. Darum, falls ihr euch wundert. Wenn es euch noch mehr interessiert oder ihr gerade am Umschauen sind für so Zeug, du in der Bio, seht ihr alles, findet alles, klickt doch mal drauf und schaut mal rein. Aber jetzt legen wir los, nehmen wir mich auseinander und viel Spaß bei der Show. Ja, besten Dank, Maui, für die Steilvorlage. Ich gebe es dir wieder reden, du hast die Frage schon selber gestellt. Wieso machst du das? Maui, wieso machst du das, was du da machst? Ja, das ist eigentlich... Der Ursprung war wirklich mal, ist immer noch, mein Ziel ist mal, dass ich einen Ort haben oder kreieren wie ein Haus oder eine Plattform oder ein Workshop. Es ist einfach irgendein Ort, wo die Leute hingehen können und dann treffen sich die Leute dort und können eben miteinander lernen, voneinander lernen, austauschen, reden. Und um so einen Ort zu schaffen, habe ich mal so kurz ein bisschen Brainstorm gemacht und dann bin ich darauf gekommen, ich brauche 3 Sachen. Wenn jetzt so ein Ort eben so eine Schule sein oder irgendetwas, die Leute voneinander lernen können, brauche ich die Ausbildung. Da bin ich jetzt dran mit meinem Zeug, das ich am machen bin. Was für eine Ausbildung? Zum Beispiel Lehrer, also ein Lehrerdiplom brauche ich auf jeden Fall. Und ich bin jetzt soziale Arbeit am Studieren, dann kann ich auch ein bisschen Wissen von dort nehmen. Coaching und so Zeug, befasse mich auch sehr mit dem. Das wäre mal das eine von diesen 3. Das zweite ist natürlich Geld. Geld kann ich arbeiten, auf die Seite legen. Oder ich fange dann an, Sponsoren zu suchen, Verein gründen, Stiftung, irgendwie so etwas in diesem Stil. Und das dritte und das Wichtigste, was man braucht, ist, man braucht eine Reichweite. Die Leute müssen mich kennen. Wenn ich so einen Ort mache, wenn ich jetzt eine Schule öffne oder ein Heim oder ein Haus aufmache, Maui-Haus. Keine Sau geht dort hin, wenn sie mich nicht kennen. Und darum habe ich gefunden, komm, nutzen wir doch da die Social Media, wenn es läuft, die Leute mich sympathisch finden. Dann, wenn ich mal so etwas aufmache, dann wird der eine oder andere schon, hey, ich kenne den Dude doch von YouTube.
ich kann mal schauen, was dort so ist. Und ja, darum mache ich die Podcasts und was jetzt halt mit der Zeit auch immer noch mehr dazukommt, ist halt, ich finde es schön, wie ich Leuten eine Plattform geben kann, um zu zeigen, was sie schon erlebt haben, weil eben gerade lernen, ich bin ein Mensch, der konstant lernt und wächst, das ist wirklich ein... Sag mal's, wie heisst es? Lebenseinstellung. Lebenseinstellung, genau, ja. Eine Lebenseinstellung von mir. Glaubenssatz, das Wort Ein Glaubenssatz, sehr genau. Und ich finde, du kannst von jeder Person lernen auf dieser Welt. Jede Person kann dir etwas mitgeben oder sagen, wo du davon lernen kannst. Und darum lade ich da die Leute ein, die hier hinhocken können, erzählen können. Das Hauptziel ist, dass ich sicher was lerne davon und ich finde es unfair, wenn ich das Wissen nur für mich behalte und darum nehme ich es auf, dass du auch mithören kannst. Und wenn dann du da etwas hörst, was dir gefällt und sagst, hey, das ist eine gute Idee, dass man das so und so macht, ich probiere das mal aus, dann hast ja du auch etwas davon. Und dann ist es so eine Win-Win-Situation für jeden und für alle. Genau. Dann würdest du eigentlich sagen, der Podcast ist eigentlich ein Mittel zum Zweck für das eben übergeordnete Mauihaus oder den übergeordneten Traum, den du jagst, wenn man den so sagen kann. Genau, ja, voll. Um dort noch ein bisschen mehr Tiefe zu gehen, woher kommt das, der Traum, irgendeinen Ort zu schaffen, wo man, ich meine, KLUW, konstant lernen und wachsen, wo das umgesetzt wird? Woher ist der Entschluss gekommen, um so einen Ort mal irgendwann zu schaffen? Du hast mal das Wort Internat gebraucht oder wie Schule etwas. Woher kommt das? Ich arbeite ja selber in einem Kinderheim, bin selber auch hier in der Schweiz in der Schule und die Schweiz hat so viel Geld und ich finde es schade. Ich finde, unser Schulsystem ist komplett falsch, voll überaltet. Das muss man reformieren. Und ich habe jetzt mir da lange überlegt, so, ja, also wir haben das Privileg in der Schweiz, mit unserer Demokratie, wie wir sie haben, dass wir da Initiativen machen können, das Referendum, all das mega Zeug. Ich weiss auch nicht mehr genau, wie es heisst im Abo und die haben wir es ja gehabt. Schreib es mir gerne noch ein, wenn du noch genau weißt, wie das heisst. Ich könnte es so machen oder dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, eben, wenn ich es ja so mache und dann angenommen wird es angenommen, heisst es, alle müssen es nachher so machen. Und da bin ich dann halt ein Stück weit so, ey, yo, das muss nicht jeder so machen. Vielleicht gibt es Leute, die finden es mega cool, wie das Schulsystem jetzt ist und dann würde ich das denen lassen, aber ich möchte gleich einen Ort eben schaffen, wo Leute, die auch mit dem Gedanken spielen, hey, yo, ich will wirklich mal andere Lernstrategie, anderes Schulsystem schaffen. Und dann habe ich gefunden, mache ich selber so einen Ort auf, nennen wir es jetzt Mauihaus, ob es dann mal so heisst. Genau. Ja. Und dann können die Leute freiwillig wählen, gehe ich dorthin und dann lerne ich dort oder wähle ich das andere aus. Ich finde es ein Stück weit dadurch auch wichtig, dass ich nicht, also mein Ziel ist nicht, dass es am Schluss in der Schweiz nur noch Mauihauses gibt und gar keine andere Schule. Ich finde es das wichtig, dass man im Konkurrenzkampf steht, weil so muss auch ich mich immer weiterentwickeln, besser werden, Neues dazulernen. Da kommt jetzt vielleicht der ein oder andere Wirtschaftsfreak von euch, offene Marktwirtschaft, bin ich Fan davon. Weil eben, der Konkurrenzkampf macht das Zeug besser, weil wenn du keine Konkurrenz hast, dann wirst du faul, lässt es sein und machst es nicht besser. Und gerade beim Thema Bildung kann immer besser werden, man kann es immer noch besser anbringen für die Person, die lernt. Und das ist so... Wieso liegt das Thema Bildung besonders am Herzen? Ich finde wirklich, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Aus der Armut raus, um dir selber noch ein besseres Leben machen. Wenn du weißt, wie was funktioniert oder du weißt, wo du das Wissen holen kannst, das ist für mich alles Bildung und das finde ich etwas mega, mega Wertvolles. Und ich finde es halt schade, wie einerseits, wenn man jetzt gerade aus meinem Heimatland der Papi kommt, wenn ich sehe, einmal dort sind wirklich Kinder, die wollen lernen und Bildung haben und kommen nicht dazu. Es geht einfach genau, nicht. weil die Umstände einfach, die haben andere Probleme. Dort ist einmal die Frage, hey, habe ich überhaupt einen Mittag? Schönen Morgen, Genau. habe ich überhaupt einen Mittag? Die haben so Probleme nicht. Soll ich jetzt ans Gymi gehen oder soll ich das Zehnte machen oder soll ich eine Lehre? Die haben nicht so Probleme, die haben ganz andere Probleme.
Würdest du sagen, das ist auch ein Stück der Motivation? Eben, du hast 2 Herzen in deiner Brust, Schweizer durch das Mamis, das Kenianische durch den Papi. Und wir sind ja selber schon zusammen in Kenia, richtig auch schon dürfen erleben. Und ich würde sagen, das ist ein Stück auch eine Motivation, um die Lebensform in dieser Reinheit, wie sie ist in Kenia, auch in dieser Einfachheit ein Stück weit da mitnehmen in die Schweiz und da entsprechend etwas machen. Hat das mit dem zu tun? Unbedingt. Also ich finde, wie auch in dem Maui-Haus, das ist noch ein cooles Wort. Das ist noch gut, ja? In dem Maui-Haus wird sehr viel auch Inputs, eben gerade von Kenia, was ich dort erlebt habe, wie dort unten gelernt wird viel reinfließen. Also, es wird sicher dann auch mal, wenn das Cash dann ist, sofort eine Schule dort unten bauen. Nicht nur für die Leute, die dort leben, gerade auch, dass Leute von der Schweiz, dass man so einen Austausch machen kann. Jetzt gehen mal Schüler für ein Schuljahr in Kenia eine Schule machen und von Kenia kommen ein paar in die Schweiz. Kommen zu, ja. Wie machst du das mit der Bewilligung? Wer zahlt den Flüger? Das ist mein Problem. Lass mich meinen Traum verfolgen. Du musst nicht mitträumen. Und wenn ich dir jetzt gerade das Wort geredet habe, drück bitte den Daumen gegen oben, mach noch einen Hate-Kommentar. Das ist mein Traum. Wo ein Ziel ist ein Weg. Sorry, eine schnell. Alles gut. Also man merkt jetzt auch, du jagst dem Traum nach, bist felsenfest davon überzeugt, das wird irgendwann so sein. Wie wir es jetzt am Anfang gehört haben, um es so ein bisschen zusammenfassen, der Podcast ist für dich dadurch ein Mittel zum Zweck. Du würdest ja auch andere, du jetzt auch sagen, ja gut, ich fange jetzt irgendwie sonst auf Instagram an. Gut, machst du natürlich auch mit KLUW, läuft ja doppelgleisig. Wieso bist du überzeugt, dass das funktionieren wird? Ich meine, viele Junge haben Ideen, viele Junge wollen irgendetwas machen. Schaffen muss man es dann auch noch. Wieso soll es gerade bei dir funktionieren? Du musst es einfach machen. Nike hat den Spruch gesagt, just do it, oder mach es einfach. Wie meine Leute in der RS gesagt haben, Mambose, du bist ein Macher. Und ich muss... bestätigen. Jeder von uns ist ein Macher. Du musst es einfach machen. Und es kommt dann. Ich kann dir nicht erklären, es gibt keine Formel. Leute sagen mir auch, Maui, du bist ein Optimist. Maui. Du musst es einfach machen, wenn du daran glaubst. Ich sage immer das Universum, für andere Leute sagen, das ist der Gott, andere Leute sagen, das ist eine andere Instanz. Ich sage einfach, ich nenne es das Universum. Das Universum gibt dir immer so ein bisschen Zeichen und so, und die Zeichen musst du einerseits sehen und ergreifen. Und du kannst nicht erwarten, dass wenn du jetzt als Ziel hast, einfach mal Porsche fahren oder so, dass wenn du einfach so weitermachst, wie du jetzt weitermachst, dann kommt das garantiert nicht. Du musst auch ein bisschen was machen dafür. Und die meisten Leute, und da sehe ich halt gerade den Grund, warum es bei mir klappt und bei vielen anderen nicht, ist, sobald sie auf den ersten Widerstand kommen, sagen sie gerade, oh, geht nicht, lass ich sein. Als Beispiel jetzt von meinem Traum. Jetzt können wir die Frage. Wie machst du das mit der Aufenthaltsbewilligung? Wie fliegst du hin und her? Da muss ich eine Lösung finden. Und ja, welche Lösung? Sag eine Lösung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht macht irgendein Homie von mir eine Ausbildung, dass er ein A360 da Dingsbums-Chat nachher fliegen kann. Ja, okay, jetzt kann er den fliegen, aber wo pennen die Leute? Ja, dann... Also alle Sachen, die sich noch werden Lösungen finden. Ja, wir finden für alles immer eine Lösung. Du musst einfach suchen, und das ist mit Energie verbunden. Und viele Leute so, ja. habe ich es nötig, die Energie dann aufzuwenden, ja, mit Nerven verbunden und so. Das ist ja, so. Und das gehört halt dazu. Von nichts kommt nichts. Der bekannte Satz. Genau. Du hast vorhin gesagt, Thema Widerstand. Das, was dich von anderen unterscheidet, ist, dass du nach dem ersten Widerstand weitermachst. Ganz konkret hier in dem Podcast, eben mittlerweile auch schon über 20 Folgen hier oben. Wo war da der erste Widerstand gewesen? Also ich weiss da ganz genau. Erste Folge mit der Chiara aufgenommen. Wir waren am Reden und nachher stellt die Kamera einfach ab. Ich war broke. Ich so, wenn wir jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Und dann habe ich aber gesagt, hey, nein. Die Leute sollen sehen, vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch gemerkt, hey, da ist irgendwas nicht gestimmt oder so. Die Leute sollen sehen, es kommen Fehler, mit keinem Mal um. Aber hey, mach weiter. Mach weiter, ja, das gehört dazu. Ein anderer Widerstand, der war, da schiesse ich jetzt ein bisschen gegen dich, Can. Hey, der Can ist mit Abstand die schwierigste Aufnahme bis jetzt, die ich je hatte. Wieso?
er ist so ein... Ja, Can, warum hast du den Fußballclub gern? Ja, ich habe den seit klein auf gern. Und warum seit klein auf? Ja, gefällt mir einfach. So ein bisschen aus der Nase rausziehen. Hey, genau. Also, das ist im Interview ist das nicht so vorgekommen, aber der Can ist wirklich... Und dort habe ich selber auch wieder gemerkt, jetzt konnte ich auswählen, soll ich sagen, hey, yo, lass so Leute einfach nicht mehr ein. Lass nur Leute ein, wo du weißt, die reden. Oder siehst du es gerade als Challenge, als eben das Zeichen, hey, yo, find doch eine Strategie raus, Maui, wie du genau so Leute auch zum Reden bringst. Und ich habe mich dann für das entschieden, weil eben da, ich lerne ja dann auch dazu. Beim anderen tue ich das Problem einfach weg und es kommt nicht mehr. Aber ich will das Problem lösen und Neues lernen, also ich immer mehr widerspiegelt. Genau. Ja, eigentlich genau die Strategie, die ja auch dahinter ist, oder mit dem Podcast irgendwann dann können aufs Größere schliessen. Genau. Du hast gerade selber schon angesprochen, verschiedene Interviewgäste, verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie tust du dich selber vorbereiten auf die Interviews und wie gehst du mit dem um? Wir haben jetzt ja doch gehört, dass doch auch schon mal die eine oder andere Challenge dahinter war. Wie bereitet sich ein Maui auf so einen Dreh vor? Hey, ich bin ganz ehrlich zu euch. Das ganze Kamerazeug, Videozeug, das macht der Ami, also das ganze Setting auch, dass das so leuchtet da, das Zeug, das ist alles dem Ami sein Part. Er schaut, dass ihr einen coolen Blick habt vom Podcast. Dann hinter der Kamera haben wir den besten Kollegen, der das Ganze macht jetzt, Silvan, der tut hier alles zusammenschneiden, machen und tun. Von ihm komme ich auch den Rüffel über, wenn eine gewisse Kamera nicht gut gestanden ist oder so. Oder ich zu nah vorne hocke oder zu weit hinten hocke oder irgendwie schräg hocke oder so. Genau, so, jetzt muss ich alles wieder richten. Und jetzt zu deiner Frage, wie bereite ich mich vor, was mache ich? Ich bin eigentlich eben das Puzzleteil im Ganzen, wo ich schreibe die Leute an, ich gehe suchen, was können wir reinnehmen. Und da finde ich halt cool, ich bin halt schon ein Gewundere. Und so, also ich bin ganz ehrlich, aus Lust und im Ausgang frage ich einmal Leute, hey, was schaffst du? Kinderspital, an dieser Stelle eben. Haben wir ja gerade Ariane da gehabt. Jetzt Lust in den Podcast? Okay, ja voll, dann komm. Habe ich wieder Neues dazu gelernt. Wie ist die Reaktion der Leute, wenn du sagst, wird jetzt wahrscheinlich nicht nur sein, okay, sondern vielleicht auch ja, mega cool, also oh nein, hau bloß ab mit dem. Was hast du da schon für Reaktionen bekommen von den Leuten auf deine Art? Es ist mega lustig, die einen eben so, was, okay, und es hat recht viel mit Wahrnehmung zu tun. Ich nehme es einmal so wahr, so im Sinne von, zeig mal den Podcast. Das ist ja, okay. So, hey, yo, hey, was läuft? Und nachher ist es etwas so Seriöses, genau. Wo richtig gemacht wird. Wenn sie dann einmal die ersten Videos sehen und auch sehen, du kannst ja selber, klick mal selber durch, du siehst ja wirklich, wie wir wachsen, die Qualität wird immer besser. Thumbnail oder wie man dem sagt, haben wir jetzt auch eins. Die Location werden immer besser, Hintergründe. Eben, es ist ein konstant Lernen und Wachsen. Und dass ich auch noch auf die vorherige Frage noch eine Antwort gebe, wie bereite ich mich vor? Ich arbeite mega mit dem Jarvis. Chat, GTP, TT, Dingsbums, ihr wisst, wie es heisst, der KI. Arbeite ich mega zusammen. Also ich schreibe meine Skripte mit ihm zusammen. Ich habe ihn Jarvis getauft wegen dem Film Avengers da. Der Iron Man hat ja so einen Hightech-Computer, der Jarvis. Darum habe ich ihn auch so genannt. Und der Jarvis macht mir einmal wirklich ein Skript, wo mir wirklich wie so einen roten Faden einmal gibt. Da hat es einmal wirklich krasse Fragen, wo ich mir dann denke, wow, das kann ich nicht gerade so fragen. Aber da habe ich auch von so einem gewissen Chefredakteur einen guten Tipp bekommen. Das meiste kommt einfach, wenn du immer daraus fragst. Wenn die Leute lässt. Genau, wenn du einfach reden und einfach schon ein bisschen schaust, dass du in der Bahn bleibst. Genau. Und so mache ich das Ganze einmal. Ja. Und dann kommen die Gespräche einmal zustande. Was wäre jetzt eine Frage, die du nie stellen würdest? Du hast vorhin gesagt, Fragen, dort vielleicht eher da weniger. Ich meine, du hast jetzt doch auch Leute mit Schicksalsschlägen, mit spannenden Hintergründen, auch teilweise auch kritisch, gesellschaftlich kritisch. Was wäre eine Frage, die du dich nie getrauen zum Stellen? Ich habe immer noch das Gefühl, so, wenn jemand fragt, dann ist es der Maui, der genau fragt. Also, ich glaube, da keine Grenze, oder? Gar nicht. Also, mir ist so egal. Wichtig aber, ich lebe auch mit der Konsequenz. Mir ist bewusst, wenn ich jetzt mal eine Frage raushaue oder nehmen wir jetzt mal wirklich ganz eine freche Frage, so, hey, warum ist, ich sehe ganz klar, wenn ich mal, das ist auch mein Ziel, dass ich mal jemanden einladen kann, der so
wirklich voll Migration, wo jetzt gerade drin ist, unsere Sprache lernen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ihm eine Frage stelle, warum ist dein Deutsche so schlecht, was läuft, dann ist mir auch bewusst, entweder die Person kann es aufnehmen, ja, ich bin eben noch am Lernen, mir ist bewusst, oder sie kann dann sagen, ey, yo, du hast keine Ahnung, wie lange ich schon übe, es ist schwierig, geht es dir eigentlich, ich muss damit leben, die Reaktion, die kommt, und kann es auch verstehen, wenn die Person nachher hässig ist auf mich oder nichts mit mir zu tun haben. Das kostet es halt, wenn man fragt. Du weißt nicht, was das Antwort überkommt. Das ist ja so. Und auch das, auch ein Teil vom Motto, konstant lernen und wachsen. Ja. Konstant heisst über eine gewisse Zeit, ja. Und wie wir es ja auch schon gehört haben, die Rückschläge gehören da dazu oder auch solche Sachen. Aber meistens ist es so, wenn man eine Frage stellt, wo man das Gefühl hat, oh, die geht vielleicht zu weit, genau dann wird es spannend. Ja. Genau dann reingeht. Genau, ja. Hast du so etwas auch schon mal erlebt, in einem von deinen Aufnahmen? Ja, es war, dass ich gerade schon überlegen, ob die Aufnahme schon gekommen ist. Beim Andy, das wir hatten, und auch bei der Carrie. Die sind ja beide schon ein bisschen, schon ein bisschen ist jetzt falsch gesagt, wirklich schon berühmt. Ich finde es mega krass, was die aufgestellt haben. An dieser Stelle Grüße an euch zwei, Andy und Carrie. Dann ist eben Tänzer und Carrie ist Sängerin, Gospelsängerin. Und gerade dort beim Thema eben Geld verdienen, wie sieht das aus? Und in der Schweiz über Geld spricht man nicht. Das steht so über allem. So egal, ich frage alles. Und dann bohre ich halt schon ein bisschen nach und so, bis ich da eine Antwort bekomme, die jetzt mir langt. Aber bei der Carrie habe ich schon ein bisschen gemerkt, oh, jetzt bin ich ein bisschen fest am Bügen, jetzt höre ich auf. Weil irgendwo durch kenne auch ich, hey, das ist jetzt eine Grenze. Klar, ich finde es genau übertrieben, aber finde ich auch schade, finde ich ein Stück weit dann wirklich auch respektlos, wenn du klar siehst oder auch nonverbal, wenn du spürst, hey, die Person will jetzt da einfach keine genaue Zahl sagen, dann respektierst du das. Du musst dich da nicht aufdrängen oder so. Wo hast du das gelernt? Genau, weil das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Interviewen, finde ich, so das Gespür haben. Hast du das halt einfach by Design, bist du so? Hast du das gelernt? Von wo kommt das? Weil da ist das, was du dann ja auch als Hörer merkst, oder? Da ist etwas nicht einfach nur stur Frage-Antwort. Ich glaube, ich spüre das. Schreib doch du bitte mal unten rein. So machen, genau. Schreib du mal unten rein, ob ihr findet, dass ich das wirklich so drauf habe. Ob ich genug am Rand hingehe oder einmal so schon genug weit vor einem Stopp oder darüber hinaus. Das würde mich jetzt so wundern, was ihr schreibt. Das ist spannend. Ich finde, ich habe das einfach wirklich gelernt durch das, was ich für einen Beruf arbeite. Gerade als Fabi Kind, jetzt im Kinderheim. Midnight-Sports, die ich geleitet habe in der Gemeinde. Ich habe mit so vielen Menschen geschafft. Und ich bin eine Person, ich arbeite mega gern mit Humor, Charme. Mit dem arbeite ich gern. Jede Person hat da ihren eigenen Stil. Die einen Leute sind eher so ein bisschen verspielt, die anderen eher so ein bisschen cool, andere ganz streng und so. Und ich finde, was ich für mich herausfinden musste, ist, was passt zu mir. Was ist authentisch und was matcht. Leute, die mich privat kennen, wenn ich meine Podcasts so voll autoritär streng, so mit Anzug und so, die würden sich kaputt, die würden sagen, ey, yo, Maui, hör. Das wärst nicht du. Genau, du hast es selber auch gesagt. Und dann bin ich so, ja eben, ich habe es gerne lustig, ich packe gerne Humor ein und so. Und ich bin da wirklich, ich wage mich auch wirklich in Themen Humor einpacken oder mit dem Charme probieren zu spielen, wo man wirklich schon fast sagt, oder wo die Gesellschaft sagt, hey, dort hat Humor gar nichts zu suchen. Aber ich sehe den Humor nicht als, du musst es ins Lächerliche ziehen. Ganz im Gegenteil, ich probiere mit dem Humor mein Gegenüber wie auf eine Metaebene zu holen. Wie hinter die Kamera zu holen, dass sie da auf das Gespräch schauen kann und so sieht, hey, wir können ja da wirklich mal über das reden. Und da sehe ich jetzt gerade auch, da kommen wir jetzt Gesprächsthemen, sind gerade bei eben Tod oder wenn wir über Sexualität schwätzen oder so, da bin ich gar nicht schade darum, mit Humor in diesen Themen drin zu arbeiten oder so. Und ich finde, es hilft wirklich, das Gespräch auf eine Metaebene zu bringen, wenn man natürlich die Voraussetzung, und das ist mir ganz wichtig, man hat den Respekt voneinander, man hört einander zu und man ist ehrlich. Die 3 Sachen, wenn die gegeben sind, finde ich, kann ich in den Podcast wirklich einmal optimale Gespräche herausholen. Ich glaube, das sind ja auch die Eigenschaften, die du ja selber auch mitbringst in ein Gespräch hinein, oder? Ich meine, du lässt den Platz
du bist auch ehrlich, erzählst einmal von dir. Und das sind extrem wichtige Sachen. Was mich da wundern, es gab bei diesen zwei wirklich harte Bröcke an Themen. Hast du also mal erlebt, dass dir das gar nicht gelungen ist? Dass es wieder irgendwie ein bisschen dann einfach so ein bisschen das Gespräch wie so in eine Ecke gefahren hast? Du halt eben manchmal ein bisschen zu viel gewundert und manchmal vielleicht auch ein bisschen Humor am falschen Ort. Hat es das auch schon gegeben, so wirklich so kritische Situationen? Oder gibt es vielleicht sogar Aufnahmen, die gar nicht rausgekommen sind, weil es so ein Theater gegeben hat? Nein, ich muss ehrlich sagen, bis jetzt noch nie. Wahrscheinlich hast du jetzt gerade auch zugelassen, bis jetzt noch nie. Ich weiss nicht, was die Zukunft bringt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es auch mal so eine Situation gibt. Was ich mir einfach immer selber gesagt habe, ist, ey, yo, Maui, schau, nur weil die Person das jetzt dir so erzählt, heisst das nicht, dass du da musst sagen, hey, das ist richtig oder falsch. Nein, du nimmst das so wahr, du sagst das so. Und ich kann für mich selber entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, um dieser Person, die ich da ausfrage, zu sagen, hey, das ist so, das ist so. Nein, ich bin nicht der Gott, ich bin kein Bundesrat, ich bin kein Präsident, der sagen kann, hey, yo, so und so machen wir das jetzt. Auf keinen Fall. Mir ist wichtig, leben und leben lassen. Mach du dein Ding so, wie du willst. Ich mache mein Ding so, wie ich will. Wenn ich ein Frögi bin, ich frage gerne aus, dann sage ich dir das. Aber wenn du mir sagst, yo Maui, in diesem Bereich will ich jetzt eher nicht, dass wir fragen, dann klar, kann schon sein, dass ich dann vielleicht gleich ein bisschen probiere. Aber wenn ich dann wirklich merke, yo Maui, jetzt musst du wirklich hören, nein, dann lasse ich es wirklich auch. Weil was ich halt schon merke, du musst halt schon ein bisschen bohren, weil es gibt halt schon die Leute, die so sagen, die guten Antworten. Die trauen sich nicht gerade zum Sagen und du musst halt schon ein bisschen nachhaken, dass etwas rauskommt, führen kommt. Das ist ja so. Manchmal gibt es auch spontane Situationen, wie jetzt gerade der Licht zum Beispiel Geist aufgegeben hat. Wie gehst du in deinem Podcast damit um, wenn mal irgendetwas, dann geht irgendeine Lampe um oder irgendetwas hinter der Kulisse, wenn ihr wisst, wie es da jetzt aussieht, was wir da alle bauen haben. Wie gehst du mit dem um? Man gehört auch dazu, um auch ein bisschen spontan zu sein. Hey, wisst ihr was? Ich bin jetzt eben, ja, das scharf Bild, das Licht ist jetzt aus. Mir ist wichtig, dass die Leute sehen, es muss authentische Fehler passieren. Und ich zeige euch jetzt mal etwas. Ich sehe jetzt schon, der Ami wird ausrasten, aber ich mache das jetzt einfach. Ich zeige euch jetzt mal, wie das da. Jetzt nehme ich dich da mal geschwind. Hey Ami, ich hoffe, du wirst nicht hässlich, sorry. Also das Ganze da, unser Setup, jetzt sehen wir es da mal. Das sieht so aus, da ist schon scheiße. Da haben wir gar keinen Fokus, sondern der Fokus ist... Ihr habt gesehen, wir haben da das Licht dunkler machen, weil vorher war es noch hell. Da, ey, ich sage euch, wenn eben... Weißt du, ich weiss nicht, die Leute... Scheiße, jetzt da mir hässig. Jetzt kann es vielleicht einen Moment gehen. Er hat das schon im Griff. Ist wieder gut? Gut, habe gesagt, ist noch gut. Eben, es ist... Ich habe das Gefühl, die Leute denken immer, wenn sie etwas machen, muss es gerade perfekt sein. Aber nein, das muss es nicht. Es passieren Fehler und aus den Fehlern lernt man. Das ist so. Da zum Beispiel jetzt mit der Lampe. Wir haben gefühlt etwa vorher sicher eine halbe Stunde lang noch Zeug eingestellt, korrigiert und die Lampe war immer am Brennen und ich habe mir schon gefragt... Nützt alles nicht. Ja, lange das noch, wenn du jetzt die Lampe eine halbe Stunde schon vorher brennen lässt. Das lerne ich daraus. Ich stelle das Lichtzeug erst ein, wenn wir eben so loslegen. Du hast etwas Neues daraus gelernt. Schließt gerade spannend an das Thema, sorry fürs Unterbrechen, quasi mit dem Anfangen, ins Machen hineinkommen. Dann würdest du sagen, einfach mal anfangen, gewichtet viel höher als der Perfektionismus, was sich gewisse Leute mal selbst auferlegen. Auf jeden Fall, fang einfach an. Fang einfach an. Ich nehme da gerade mit meinen Heimkiddies immer das Beispiel, ich tue mega gerne einmal in den Badi-Turm springen. Ich bin der sich so krass fühlt, so Backflip, Auenbacher und so. Hey, ich sage euch, Kiddies bei uns im Heim, wir haben das eine Kind bei uns, der hat wirklich, du merkst, er will es machen, aber getraut sich nicht. Und ich habe immer gesagt, hey, machen, aber kommst eh. Wenn du springst, aber kommst eh. Ob du auf dem Bauch landest, auf dem Rücken, auf dem Kopf, das ist nachher der zweite Part, aber kommst eh. Mach's, probier's einfach.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich drücke da den SOS-Knopf und dann kommt Badmeister volles Programm. Nein. Aber sterben tust du sicher nicht. Probier es einfach. Und wenn du es einmal dann erst probiert hast, dann fängst du nachher eben an, daran anzuschauen, hey, was kann ich besser machen, wie, was, wo. Aber das Gefühl, das du in dir nachher hast, wenn du das erste Mal das gemacht hast, das ist einerseits eine mega Erleichterung und es macht mega hungrig, weil wo das Kind das erste Mal nachher runtergekommen ist und den Salto gemacht hat vom 3 Meter, das ist in dem Moment, dass du aus dem Wasser so rauskommst, Maui, hast du gesehen? Ich hab's gemacht, Maui, ich hab's gemacht. Ich will nochmal. Und dann ist das wieder. Und es ist immer besser geworden. Aber der Schritt, bis es mal gemacht ist, wir sind sicher 3 Mal in das Hallenbad gegangen mit der Wohngruppe, bis es dann endlich gemacht hat. Und nachher, wenn du es das erste Mal gemacht hast, nachher, es läuft und du lernst immer Neues dazu. Ja. Das Bild vom quasi sich zuerst nicht getrauen, dann das erste Mal gumpeln, das Auftauchen und dann es wieder wollen, ist eigentlich exakt das, wahrscheinlich so ist es dir auch nach der ersten Podcast-Folge gegangen, oder? Wo du auch denkst, ja gut, wir könnten jetzt da einfach mal machen, probieren wir es und dann die erste Folge ist dann ja ziemlich schnell auch ein Erfolg gewesen. Und dann das Hungrige, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Ist das nach den ersten Feedbacks, nach dem Upload, nach der Aufnahme, so nach der ersten Folge, wann hast du den Hunger gespürt? So, hey, da will ich aus einer Folge jetzt 20 machen. Also alle, die mich ja kennen, wissen, ich bin einer, der sehr gerne vorausplant. Worst case, alles durchplant. Und ich bin mit dem Podcast wirklich, also der Ami und ich, wir haben die ersten 15 Folgen, also alle Folgen bis zum Ende, die haben wir vorproduziert. Und mir war bewusst, ich so, hey, Maui, du nimmst jetzt 15 Folgen auf. Du weißt nicht, wie das wirkt. Vielleicht sagt der eine so, ey, das Intro ist voll scheiße. Und dann ist es 15 Mal. Ja, und dann ist es 15 Mal gleich. Dann sagt der eine, hey Maui, was hast du da für Fasnachtskostüm an? Mach das weg, 15 Mal gleich. Oder? Und dann habe ich nachher so gesagt, hey, weißt, ich mache jetzt einfach, ich mache es einfach. Und ich lade die erste Folge gut und nachher sehe ich ja dann, was passiert. Und dann ist die erste Folge rausgekommen, mit Chiara, und ich bin so gedacht, so, ja, easy, ich bin kein Monte oder kein Speed, wo da Hunderttausende von Klicks generiert. Ich bin so, ja, easy, mal schauen, vielleicht habe ich so in einem Monat 20 Klicks oder so. Mit dem bist du rangegangen? Ja, gar nicht hohe Erwartungen habe ich mir gesetzt mit dem, wirklich da gar nicht. Weil, wenn ich mir ein Ziel setze, will ich es erreichen, und wenn ich es nicht erreiche, dann bin ich wirklich sehr, sehr verbissen dran und ich will es wirklich schaffen. Also ich hätte mir schon vorstellen, dass ich wirklich sehr, sehr gebrochen gewesen wäre. Hätte ich jetzt angenommen, ich hätte das Ziel gehabt, erste Folge muss 300 Klicks haben, wenn nicht, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich schon... Du hast vielleicht eine Motivation verloren für eine zweite und eine dritte Folge. Und das Ziel war wirklich, ich habe so gesagt, ich hoffe sich einfach so, wirklich, vielleicht so, ja, in einem Monat hat es mal 100 Aufrufe und gerade so Abonnentenzahl, ja, vielleicht haben wir in einem Jahr mal so 50 oder so. Eben, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, mich kennen die Leute schon, aber dass mich nachher so viele Leute kennen. Die erste Folge der Chiara hat über 800 Klicks. Gut, ich weiss nicht, wie viele es ganz fertig geschaut haben, aber nur schon 800 Leute haben dort drauf geklickt. Und weil es einfach irgendetwas gepackt und drauf geklickt. Wir haben jetzt, heute ist wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende März. Ende März haben wir jetzt genau, wir haben 217 Abos. Hat mir einer gesagt, als ich vor 3-4 Monaten die erste Folge hochgeladen habe, dass ich innerhalb von 3 bis 4 Monaten 270 Abos habe mit dem Amit. Ich hätte ausgelacht, aber voll. Und es läuft, es kommen immer mehr dazu. Es ist wirklich... Es ist geil, es macht heiß und viele Leute sagen, Alter, das braucht sicher auch viel Zeit, wie machst du das mit der Freizeit? Nein, du glaubst mir jetzt vielleicht nicht, aber für mich, das ist Freizeit. Das ist eine Leidenschaft, ich mache das gern. Ich schaue nicht auf die Zeit, wie lange geht es noch, bis er fertig ist. Ich finde das cool, weil ich lerne Neues, ich kann auch euch Neues geben und du lernst neue Leute kennen. Es ist so ein Mehrwert und es ist etwas Cooles. An dieser Stelle auch noch auf deine Frage, um noch ein bisschen mehr darauf eingehen, eben, wie gehst du um, wenn eben Leute so Inputs geben, Feedback.
Ich komme einmal auch, also es gibt wirklich die Leute, die... Ist alles dabei wahrscheinlich. Hey, ich sag dir, es gibt die Leute, die jedes Mal, wenn wir im Podcast sind, also das war jetzt richtig schlecht dort, das war jetzt gar nicht das, was du ja willst, oder das ist so. Maui, wie hockst du da bei den einen Videos und man sieht da voll deine Unski und all das. Ich so, weißt du, und da denke ich mir dann auch so, ey, yo, du findest in jedem Video Sachen, die nicht gut sind. Das ist so, ja. Meine Lebenseinstellung ist, du kannst aufs Gute schauen oder du kannst aufs Schlechte schauen. Du kannst auf Lösungen suchen oder du kannst auf Probleme. Lösungen schaffen, kreieren oder du kannst Probleme suchen und umschauen. Ja. Genau. Ja. Und eben Leute, die dann, ich tue auch immer ganz klar unterscheiden, wer ist die Person, die mir Feedback gibt. Wenn ich sehe, es ist eine Person, die selber noch nie ein Video aufgenommen hat, selber noch nie ein Gespräch hat, oder ich einfach merke von dieser Person, da alles, was ich von ihr lernen könnte, habe ich wie schon erreicht. Oder sehe ich nicht mehr, was ich von ihr holen kann. Ja. Da höre ich zweimal an, ist das Feedback wirklich nützlich oder nicht. Also du tust eigentlich vorgängig aussiebeln, wer ist, blöd gesagt, berechtigt, zu mir Feedback zu geben und wer nicht. Ich meine, anhören muss man ja überall, sage ich mal, aber da haben wir ein bisschen Parallelen in meinem Job ja auch. Aber wer denn konkret, also ich glaube, bei dir geht es wie auf das raus, ob du dann wirklich etwas dazulernen kannst. Also das berechtigt finde ich ein bisschen sehr provokantes Wort. Jeder darf mir Feedback geben und auch jeder kann mich fertig machen und kritisieren. Also, dir muss einfach bewusst sein, du musst nicht das Gefühl haben, wenn du mir jetzt da ein riesen Feedback gibst, wo voll nicht... Maui, du musst den huren Job abziehen, das sieht grässlich aus, wie du da hockst. Du musst nicht das Gefühl haben, dass ich das ändere. Ich hocke da, weil ich das so mache, wie es mir gefällt. Und ich finde gerade eine grosse Stärke und auch, warum mir die Leute zuschauen, ist, weil ich so authentisch bin. Das ist absolut so. Und eben, Kollege, das Intro, wenn ich da hocke als Interview, ich werde immer afrikanische Kleider haben. Das wird sich nie ändern. Das ist das Markenzeichen. Weil es das Schönste ist, und da habe ich auch, wenn man jetzt mal auf einen positiven Input kommt, einmal wirklich so, da haben wir die 10. Folge oder so haben wir rausgelassen. Hey, dann schreibt mir wirklich von Kenia Kleiderverkäufer, weil ich poste ja meine Trailer auch immer in WhatsApp. Hey, schreibt die mir, Kaka, my clothes are in YouTube. Hey, ich hatte so eine Freude. Hey. Und wirklich ein Stück weit auch. In meinem Kopf war immer so, hey, wie lange geht es, bis irgendeiner, egal wer, bis irgendeiner mal einen Kommentar macht, eben wegen diesen Kleidern und so. Und dann war es wirklich sie. Hey, ich hatte so Freude, weil es zeigt mir sogar in Kenia, und die verstehen kein Wort von dem, wir das sagen, aber die beobachten es und die hat so eine Freude gehabt und auch gesehen, eben ihre Arbeit, ihre Kleider, die sie macht, die lege ich an. Für so etwas, eben, für mich ist es mega wichtig, ich weiss nicht, wie wichtig das für mich ist, aber ich nehme jetzt mal an, sie denkt sich auch, hey, der wird sicher nicht ein YouTube-Video machen mit Kleidern, wo er findet, die sind scheiße. Natürlich nicht, ja. Und da ist eben, ich finde das so schön, eben Feedback könnte teils auch so viel Energie und Freude in mein Gesicht zaubern. Aber wo natürlich jetzt da im gleichen Atemzug auch sagen, kann negatives Feedback oder auch eben Sachen, die sagen, hey, mach das mal weg oder so, kann auch sehr hilfreich sein. Kann auch eine gewisse Motivation sein. Motivation und eben, ich tue mit dem Feedback arbeiten, das ich bekomme und ja, konstant lernen und wachsen. Genau. Um so langsam so ein bisschen Richtung Abschluss zu kommen, wie geht es weiter mit dem Podcast? Was hast du noch vor? Quasi, oder ab wann kann man sagen, ist es denn konkreter, wenn du sagst, du möchtest eine Lerninstitution, jetzt schließen wir wieder an zum Anfang, eine Lerninstitution gründen oder auf beistellen, wann ist das Mittel Podcast für dich ausgeschöpft? Wird das immer wieder laufen? Weißt, was kommt da noch auf die Zuschauer beziehungsweise auf die interessierten Personen noch zu? Also ich muss wirklich sagen, ich habe mit dem YouTube wirklich Blut geleckt. Das war mir am Anfang nicht so bewusst gewesen. Und also der Podcast oder der YouTube-Kanal, der wird es immer geben in irgendeiner Form, weil es tut jetzt wieder mega abgehoben, aber hey, ich liebe es. Vor der Kamera, so schnurren und so. Dumm schnurren, lustig schnurren und ich habe einfach das Gefühl, es liebt mir, keine Ahnung, ich blühe mega auf, ich mache es mega, mega gern. Und
auch, ich habe mir auch so länger mal überlegt, so, ich würde immer im Sozialen irgendwie tätig sein und meinen Beitrag können leisten. Ich arbeite bei einem Kinderheim. Das Ziel wäre wirklich eben, das nennen wir es wieder, Mauihaus zu schaffen, aber wirklich so vor einem zweiten Standbau oder so kann ich mir sehr gut auch vorstellen, dass ich irgendwie so eben Moderator oder irgend so etwas mal mache oder so. Gerade letztens habe ich mit meiner Mami geschwätzt, ich so, und Mami, was denkst du, würdest du kommen? Wenn ich da Let's Dance, vielleicht kennst du es, nicht mal moderieren oder selber mittanzen, weil ich da Millionen, keine Ahnung, 100'000 Abos habe auf YouTube. Und die Mami hat gesagt, ich würde jede Folge schauen. Ja, aber das sind normal. Ja, voll. Aber wirklich, also ich bin wirklich offen, ich möchte Neues lernen, ich möchte das ausprobieren. Wirklich mal. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, Moderator auch so zu sein, irgendeine Mechanik. Für irgendeinen Sender oder auch, was ich mir auch vorstellen kann, dass das Mauihaus sogar vielleicht mal, wisst ihr, die Late Night Berlin Show oder die Show, die Steffen Raab da hatte, irgendwie so eine eigene Show, einfach ein Ort, wenn die Leute dort hingehen, können sie, wenn sie wollen, etwas daraus lernen, genau. Voll. Wie quasi Lernplattformen schaffen eigentlich. Ja. Für dich und auch deine Mitmenschen, die ich gehört habe, die sind dir entsprechend auch sehr wichtig. Jetzt hast du sehr viele Fragen sehr ausführlich beantwortet. Allerletzte Frage, ich will genau nur eine Antwort haben. Gut. Wer willst du mal im Podcast interviewen? Also, wo ich wirklich Blut geleckt habe, wäre wirklich mal so ein krasser Fußballer. Also ein krasser Und Fußballer. ich denke, dass das kommt. Du hast es eben geschrieben, der Manuel Akanji würde ich wirklich gerne mal da haben, am Hocken, weil eben, da sind viele Fragen rum und da rühre ich den Stein an. Gerade Thema Geld. Die verdienen so viel Geld und viele von ihnen sind gar nicht abgehoben, leben ganz normal und ich möchte wissen, wie die das machen, weil eben ich bin da jetzt seit Monaten am Zusammensparen, dass wir endlich mal besseres Kamera-Equipment holen und die verdienen die einer Wucht. Die können einfach jetzt keine in Internet gehen und gehen, die Cam, nimm ich, zack, zahle ich, zack. Und ich will doch ein bisschen Antworten bekommen, Thema Geld, Fußball, wo auch niemand gerne darüber redet. Aber ich möchte ich will über das reden. Antworten haben. Genau, ja. Aber es ist fragwürdig überkommt, weil ich bin ein Menu-Fan und er shootet ja bei City. Das stimmt. Aber ja, ich würde wirklich gerne einfach mal so wirklich Promis, Manuel Akanji, Fußball oder auch mal, ich würde gerne mal einen Politiker auch mal gerne einladen. Oder so einen riesen, fetten CEO von einer Bank, das wäre auch mal ein cooles Thema. So, ja. Ja, so Gäste, das ist das Ziel, wirklich mal so grosse nehmen, wo wirklich, wenn du auf der Straße ein Bild zeigst, 8 von 10 Leuten kennen die Person. So eine Person würde ich gerne mal da drin haben. Ja, und trotzdem auch zum so ein bisschen Schlusswort finden, aktuell lebt der Podcast sehr von Leuten, die alltagsnah sind, die mitten im Leben stehen, wo wie du und ich ganz normale, normale Menschen sind. Ja. Und da macht sie auch so authentisch, genau, ich muss ehrlich sagen, so authentisch wie du die ganze Geschichte machst, so authentisch kommt es auch dorthin. Und da hoffen wir natürlich noch auf sehr viel Konstanz, wachsen und lernen. Genau. Danke vielmals, Jan. Letzte Wort, Maui, von dir. Ich möchte ganz grosses Danke sagen. Wirklich an dieser Stelle, ich schaue jetzt nicht in die Kamera, ich schaue zu dir an, ich bin noch nicht sicher, ob du alles verstehst, du bist auch noch in Deutschland. Danke viel mal, dass du mit mir das aufziehst, das ganze Setting immer machst. Hey, ohne den Ami wäre das gar nicht möglich, weil ich habe keine Ahnung von dem Social Media, wie du was, Algorithmus und so. Wirklich grosses Dank an dich, Ami. Ein riesengroßer Dank an Silvan. Der Cutter, der alles zusammenschneidet und so. Der pro Video der schneidet 4 bis 5 Stunden, wo er einfach anhockt und schneidet pro Video. Auch ein grosser Dank und auch ein riesen fetter Dank ist an euch. Du, der auch schon mal da drin bist, du, der zuschaust, dank euch gibt es das. Ohne euch wird es das nicht geben, weil ich würde da nicht eigene Videos und so Zeug machen, vielleicht später irgendwann so, aber die Idee ist entstanden wegen euch. Und ich bin dankbar, dass ihr immer hier kommt, anhockt und traut, meine Fragen Antworten zu geben. Genau. Und an dieser Stelle auch danke, Jan, dass du das ermöglicht hast, dass ich da mal anhocken. Sehr gerne. Es war auf alle Fälle Zeit, viel gelernt, viel können mitnehmen.
Merci. KLUW halt. Danke vielmals. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns nächsten Sonntag, Abend um 6 Uhr mit einer neuen Folge. Tschüssi!